Amazon hat kürzlich eine bedeutende Änderung für die Nutzer von Prime Video umgesetzt, nämlich die Einführung von Werbeanzeigen während der Film- und Serienwiedergabe. Jetzt wollen wir mal klären, ist die Änderung rechtswidrig? Kannst du was dagegen tun und kannst du die Werbeanzeigen vielleicht so ein bisschen umgehen? Alles das jetzt in meinem Video. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Anschauen. Ganz wichtig, alle hier gesagten Dinge beruhen natürlich auf meiner Internetrecherche und sind keinesfalls eine Rechtsberatung. Das ist wirklich noch wichtig am Anfang zu sagen. Aber du wirst sicherlich in den letzten Tagen schon festgestellt haben, dass Amazon dir beim Öffnen der Prime Video App einfach mal eine Frage stellt. Nämlich, möchtest du werbefrei schauen oder möchtest du mit Werbung schauen? Und möchtest du werbefrei schauen, so erhöht sich dein Abopreis jetzt um 2,99 € und spätestens jetzt platzt dir der Kragen, weil in diesem Fall überlegst du natürlich, was du dagegen tun kannst. Und so ganz rechtskonform ist die ganze Sache nicht. Und jetzt zählt mal eure Meinung. Was haltet ihr davon? Wie habt ihr darauf reagiert? Bei Amazon ging das Fenster auf, 2,99 € extra, ansonsten nur noch mit Werbung. Und mittlerweile kannst du ja wunderbare Werbespots direkt sehen in den Spielfilmen und natürlich auch in den Serien. Also was haltet ihr davon? Rein damit in meine Videokommentare. Und die Stiftung Warentest, sie erklärt, dass das Vorhaben von Amazon rechtswidrig ist. Die Werbeeinblendung, die sei nämlich eine Art Preiserhöhung, der die Kunden nicht zugestimmt hätten, was auch stimmt. Nur mit der Zustimmung der Nutzer wäre Werbung zulässig. Denn die einseitige Preiserhöhung hatte nämlich schon das Kammergericht in Berlin bei Spotify und bei Netflix nicht erlaubt. Und du als Amazon-Kunde kannst natürlich die Unterlassung fordern und dich so gegen diese Werbung wehren. Jetzt wirst du dir sagen, na, was soll ich denn als einzelner Kunde dagegen machen? Ich bin doch nur allein. Aber wenn sich viele wehren, dann sieht die ganze Sache nämlich schon ganz anders aus. Denn auf der Internetseite von der Stiftung Warentest, da befindet sich ein Vordruck eines Musterbriefes. Den kannst du per E-Mail an die angegebene E-Mail-Adresse versenden. Inhaltlich sieht es so aus, dass du Amazon auf die Preiserhöhung ohne Zustimmung aufmerksam machst und so Anrecht auf dein normales Abo hast, was du ohne Werbeunterbrechung abgeschlossen und vereinbart hast. Solltest du jetzt die 2,99 € extra bezahlen, hast du jetzt die Grundlage geschaffen, dir bei positiver Urteilsverkündung der Klage gegen Amazon Prime Video dann das Geld wieder erstatten zu lassen, weil du es rechtzeitig angezeigt hast. Und wem das jetzt zu schnell ging, ich habe natürlich alle Details direkt in meiner Videobeschreibung verlinkt. Jetzt ist das natürlich so ein Kontra. Amazon Prime Video wartet natürlich ab, was passiert. Erstmal raushauen die ganze Geschichte und gucken, wie die Kunden reagieren. Wenn zu viele Kunden reagieren, dann wird es natürlich relativ anstrengend, aber ich sage es dir auch wieder, wenn du jetzt diesen Brief schreibst, hat auch Amazon die Möglichkeit, dein Abo zu kündigen. Ich bin echt darauf gespannt, was da noch so passieren wird. Wenn euch Amazon gekündigt hat, dann schreibt es mir bitte hier in meine Videokommentare, würde mich echt interessieren. Grundlage der ganzen Geschichte ist natürlich, ich wiederhole es nochmal, das Ding ist einfach, hätte Amazon beim Kauf deines Abos darauf hingewiesen, dass du in Zukunft Werbung schauen musst bei Serien und Spielfilmen, dann wären natürlich viele Verträge nicht zustande gekommen, weil viele dann gesagt hätten, warum soll ich jetzt Abo bezahlen und gleichzeitig Werbung gucken? Und da ist nämlich der kleine Haken an der Geschichte, Amazon hat viel zu spät die Kunden darüber informiert. Und ich bin der Meinung, ich kann natürlich mein Einverständnis geben, um Werbung zu schauen. Warum nicht? Aber dann bitte so nach diesem Geschäftsmodell wie bei YouTube. Ich schaue die Werbung, aber muss nicht monatlich einen Abopreis bezahlen. Wieso soll ich denn ein Abo bezahlen, wenn ich Werbung schauen muss? Das geht irgendwie nicht in meinen Kopf rein. Also vom Prinzip her ist es wirklich so, dass man hier mal echt überlegen muss, was das soll. Und Amazon ist nicht der einzige Anbieter, da kommen noch mehr. Aber wenn wir jetzt mal in die Zukunft schauen, dann soll es wirklich noch krasser werden. Denn in Amerika ist nämlich das Abo-Modell von Amazon schon länger aktiv als bei uns. Abonnenten ohne Werbefreiheitszahlung in den USA müssen nämlich mittlerweile bis zu 3,5 Minuten Werbung pro Stunde schauen, was unglaublich nerven kann. Aber Amazon versichert natürlich, dass diese Neuerung das Nutzererlebnis nicht signifikant beeinträchtigen wird. In meinen Augen absoluter Quatsch. In Zukunft variiert nämlich die Länge der Werbung zwischen 15 Sekunden und gleichzeitig auch 2 Minuten und es kann zu Beginn, in der Mitte und am Ende
des Videos Werbung geschalten werden. Jetzt hat natürlich auch die Verbraucherzentrale bei Amazon Prime Video nachgefragt und auf die Rechtslage hingewiesen. Das Unternehmen bleibt dabei. Amazon Prime-Kunden bekommen auch ohne ihre Zustimmung Werbung auf den Schirm, wenn sie Prime Video nutzen. Und unser Ziel ist es, bedeutend weniger Werbung zu zeigen als traditionelle TV-Anbieter oder andere Videostreaming-Dienste, schrieb dann die Unternehmenssprecherin. Und wenn wir die nächsten Zahlen hören, dann wird das definitiv nicht der Fall sein, glaubt mir. Hieraus kannst du natürlich entnehmen, dass Amazon so schnell nicht nachgeben will. Kommen wir mal zu den Mehreinnahmen, die Amazon in Zukunft dadurch generiert. Denn einem US-Analysten zufolge könnte Amazon durch die zusätzliche Werbung jährlich 3,2 Milliarden Dollar einnehmen. Die zusätzlichen Zahlungen von Kunden für die Aufrechterhaltung der Werbefreiheit, die würde dann nochmal 1,6 Milliarden mehr einspielen. Das ist ja schon krass, aber da kommt natürlich noch eine kleine Schippe oben drauf, denn jetzt kommt noch dazu, dass die Inhalte auch nicht mit den Einnahmen wachsen sollen, sondern weniger werden sollen, denn aktuell, da haben natürlich auch die Drehbuchautoren in den USA gestreikt, was erhebliche Verzögerungen nach sich zieht. Der Streik, der ist mittlerweile beendet, aber es muss natürlich hierfür sehr viel nachgeholt werden. Und eine leichte Vermutung von mir ist, dass hier zukünftig die Zahlungen der Streaming-Plattformen deutlich höher ausfallen können, was das Beschaffen von neuen Filmen und Serien betrifft und deswegen schon mal zukünftige Zahlungen auf den Kunden abgewälzt werden. Aber das kann ich natürlich nicht beweisen, das kann ich nur vermuten. Kommen wir jetzt mal zu den Dingen, die ich so ein bisschen recherchiert habe im Netz, die du persönlich dagegen tun kannst. Es ist nicht viel, aber es ist auf alle Fälle ein kleiner Tropfen auf den heißen Stein. Als erstes und als konsequentestes kannst du natürlich dein Abo bei Amazon Prime Video kündigen. Du hast das Recht dazu, denn nach Preiserhöhung kannst du immer kündigen. Da gilt ein Sonderkündigungsrecht und wenn du jetzt ein Monatsabo hast, dann geht es relativ einfach. Bei einem Jahresabo kannst du natürlich auch kündigen und bekommst dann von Amazon den Restbetrag, der sozusagen noch übrig bleibt, zurückerstattet. Solltest du dann gekündigt haben, dann kannst du natürlich auf sogenannte Account-Sharing-Plattformen ausweichen. Das sind Plattformen, die dir versprechen, durch sogenanntes Account-Sharing, also das Teilen von deinem Account, viel günstiger an deine Abos ranzukommen. Der kostet zum Beispiel ein Amazon Prime-Abo, Stand jetzt, also Februar 2024, 1,87 €. Ein Netflix-Abo kostet hier 3,50 € und ein Disney Plus-Abo kostet 4 €. Allerdings sind diese Streaming- und Account-Sharing-Plattformen, nicht so verlässlich, würde ich mal sagen. Es gibt viele Kommentare im Netz, wo das nicht so funktioniert hat. Es gibt aber auch viele Kommentare im Netz, wo die alle sagen, das funktioniert super. Ich habe hier absolutes Glück. Ich bezahle für mein Netflix 3,50 € und kann alles schauen. Da müsstest du dich dann so ein bisschen direkt reinlesen. Ich kann es dir weder empfehlen noch davon abraten, weil ich dahingehend wirklich keine Erfahrung habe. Wenn ihr Erfahrung habt mit diesem Account-Sharing, Plattform, dann schreibt sie doch einfach mal hier in die Videokommentare, dann können alle davon partizipieren. Aber wie gesagt, ich kann sie dir direkt nicht empfehlen, weil ich mich dahingehend nicht auskenne. Mich hat damals für meinen Kanal so eine Firma angeschrieben und mir dort Werbung angeboten für meinen Kanal. Und ich habe es nicht angenommen, weil ich einfach die Situation so ein bisschen undurchsichtig fand. Ich weiß nicht, was dahinter steht. Aber wer sich das Konzept genau durchliest und vielleicht einen Anbieter findet, der verlässlich ist, der kann das natürlich gerne tun. Obwohl ich auch sagen muss, dass natürlich Netflix und Co. jetzt auch wachsamer sind in dieser Account-Sharing-Geschichte, denn da gibt es natürlich dann auch schon Überwachungsformen, wenn du jetzt nicht im gleichen Haushalt lebst und woanders dann dein Netflix anmachst, dann gibt es schon mal eine Frage, wo du dich gerade aufhältst, ob du Familienmitglied bist und so weiter und so fort, das wurde mir schon berichtet, aber wie gesagt, es ist eine Möglichkeit, auf solche Plattformen auszuweichen. Guckt euch vorher alles an, versucht's und schließt bloß kein Jahresabo ab, versucht das erstmal monatlich und wenn es klappt, warum nicht, dann ist es wirklich eine riesengroße Ersparnis und Amazon hat sozusagen so einen kleinen Seitenhieb von euch bekommen. Die nächste Möglichkeit sind sogenannte VPN-Dienste. Wenn du jetzt ein VPN-Abo hast, dann ist das schon mal ganz gut und dann kannst du natürlich über diesen VPN-Dienst ein günstigeres und auch besseres Abo im Ausland abschließen. Das heißt, du gehst einfach über den Server nach Marokko und
bist da sozusagen mit deinem Wohnsitz oder mit deinem Server vorhanden. Das kannst du ja wechseln über die VPN-Dienste. Und wenn da nie Werbung ankommt, dann ist es natürlich soweit okay. Das Problem ist bloß, die VPN-Dienste, die kosten natürlich auch Grundgebühr. Los geht's hier bei einem 2-Jahres-Vertrag. Ich glaube, das kostet so 2,50 €. Das kann aber auch bis zu 10 € pro Monat kosten, je nachdem, was du da sozusagen für einen Vertrag machst. Also bist du dann auch schon definitiv teurer. Und ich bin der Meinung, die VPN-Geschichten beim Streaming, die lohnen sich dann wirklich nur, wenn du mehrere Streaming-Abo-Plattformen besitzt, beziehungsweise mehrere Apps oder mehrere Zugänge hast, zum Beispiel Netflix, Disney Plus, Paramount oder andere Geschichten. Dann lohnt sich das natürlich, wenn du jetzt auf allen 3 oder 4 Plattformen unterwegs bist, dafür bezahlst und dann über VPN abschließt. Da machst du natürlich ein Schnäppchen, aber für Unversierte, die sozusagen einfach nur Fernseh schauen wollen, bei Amazon Prime Video, würde ich empfehlen, ist das nichts. Dann hat mir ein Zuschauer geschrieben, in Amerika ist es wohl so, dass du über diesen Kinderzugang von Amazon auch verschiedene Filme werbefrei schauen kannst, weil natürlich die Werbung nicht für Kinder ist und auch nicht für Kinder zugelassen ist. Das heißt, wenn du Filme ohne Altersbegrenzung in deinem Kinderzugang schaust, dann hast du wohl gar keine Werbung drin. Das müsstet ihr einfach mal ausprobieren. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Und wenn es so ist, dann schreibt es hier direkt in meine Videokommentare rein. Es ist natürlich relativ umständlich und du kannst auch nicht alle Filme schauen. Wer geht schon jeden Tag in den Kinderzugang und guckt sich Filme ohne Altersbegrenzung an? Das geht natürlich auch nicht lange, ist aber zur Not mal eine kleine Ausweichmöglichkeit. Und die letzte und sicherste Möglichkeit ist natürlich für dich selbst bzw. für deine Familie einen Familienaccount zu schalten. Da können natürlich auch dann die Freunde rein. Wie das so ist jetzt mit diesen Kleingedruckten und so, das weiß ich jetzt nicht, aber auf alle Fälle ist es die günstigste Möglichkeit, denn ich kenne es jetzt von YouTube. Ich habe bei meinem YouTube-Abo 4 Personen, die es sozusagen damit glücklich machen kann, dass sie YouTube ohne Werbung schauen können. Und so wird es natürlich auch bei Netflix und auch bei Amazon Prime sein. Das Problem ist natürlich, die gucken dann ein bisschen genauer hin und geht's gut oder geht's nicht gut, kann ich dir jetzt in diesem Fall nicht sagen, ist aber auf alle Fälle die sicherste Möglichkeit, dass du dich mit deiner Familie zusammensetzt, beziehungsweise mit Freunden, Bekannten, Verwandten. Einer nimmt den Account und die anderen partizipieren davon, zahlen natürlich dem Account-Nutzer auch die monatlichen Gebühren, aber da wird es richtig günstig. Also ich weiß es jetzt bei Amazon nach der Preiserhöhung, sind es jetzt so 30 € durch 4 geteilt, sind nicht mal 9 €. Früher waren es 11,99 €, also spart man da ein bisschen, wie es jetzt bei Netflix, Amazon Prime und Disney Plus aussieht. Weiß ich im Moment noch nicht, das ist ja alles so ein bisschen im Umstrukturieren, aber auf alle Fälle sucht nach diesen Möglichkeiten, einen Familienaccount zu machen, wo ihr einfach 3 oder 4 Personen noch zusätzlich bedienen könnt zu der Rate, die ihr zahlt. Ihr zahlt natürlich ein bisschen mehr, das ist klar, aber wenn euch die Personen zuverlässig das Geld monatlich geben, ist das auch kein Problem. Stand Februar 2024, so ist momentan die Situation. Ich hoffe, das entwickelt sich alles wirklich zum Positiven, aber anhand der starren Haltung von Amazon Prime Video ist das natürlich noch nicht so, dass sich das jetzt sozusagen relativ schnell abzeichnet, dass diese Werbegeschichte wieder verschwunden ist. Da wird es noch ein bisschen Trouble geben. Ich bleibe auf alle Fälle dran für euch. Das waren jetzt so die ersten Informationen, die ich so ein bisschen zusammensammeln konnte aus dem Netz für alle, die sich natürlich dafür interessieren und auch so einen Hals haben, wenn sie dieses Fenster sehen, wo du jetzt auf einmal 2,99 € bezahlen musst. Ich mache vielleicht noch dazu einen Livestream. Das kündige ich dann nochmal auf meinem Kanal an, wo ich auch eure Meinung mit reinziehe, dass wir da mal drüber quatschen an irgendeinem freundlichen, netten Tag. Das seht ihr dann direkt auf meinem Kanal, wenn es dann soweit ist. Auf alle Fälle bedanke ich mich bei euch fürs Anschauen. Sehr gern bis zum nächsten Video und damit tschüss, bye bye und winke, winke.